Eines Tages, in den frühen Morgenstunden, saß Gautam Buddha in einem Garten, umgeben von der stillen Anwesenheit seiner Jünger. Ein Mann betrat den Ort schweigend und verweilte im Schatten. Dieser Mann war ein glühender Verehrer von Herrn Rama und hatte im ganzen Land viele Tempel erbaut. Viele Jahre seines Lebens hatte er dem Dienst an Herrn Rama gewidmet, immer den Namen Rama schandend und über die Größe Ramas nachdenkend. Obwohl er bereits viele Jahre in spirituellen Bemühungen verbracht hatte, war er nicht erleuchtet. Er wollte sicher wissen, ob es Gott gibt oder nicht. Als er von Buddha hörte, kam er, um seine Zweifel zu klären, vorausgesetzt, dass niemand seine Unterhaltung mit Buddha bemerken würde. In einer Atmosphäre, in der die Sonne langsam aufging, wagte der Mann schließlich, zu Buddha zu sprechen. »Oh, Tathagata, bitte sage mir die Wahrheit und nur die Wahrheit. Gibt es einen Gott oder nicht?« Buddha, von seiner Intuition geführt, erkannte die Hingabe des Mannes zu Herrn Rama. Er betrachtete den Mann ernsthaft und antwortete: »Nein, mein Freund, es gibt keinen Gott.« Der Mann war schockiert. Sein ganzes Leben lang hatte er an Gott geglaubt, aber jetzt sagte Buddha, es gäbe keinen Gott. Buddhas Worte waren für ihn endgültig. Mit vielen Fragen im Kopf ging er weg. Als es am Abend spät wurde und Buddha erneut mit seinen Jüngern im Garten saß, näherte sich ein Mann. Dieser Mann war ein Materialist und Atheist sein ganzes Leben lang. Er hatte Tausende von Menschen davon überzeugt, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Er pflegte zu Priestern und Gelehrten zu gehen und sie in Diskussionen über Gott zu besiegen. Auch er wurde älter und sein Geist wurde von Zweifeln geplagt. Er dachte darüber nach, was wäre, wenn es Gott gäbe, und sein ganzes Leben lang eine Botschaft verbreitet wurde, die sich als falsch herausstellte. Schließlich entschied er sich, die Wahrheit zu erfahren und suchte den erleuchteten Buddha auf. Er kam langsam näher und fragte: »Man sagt, dass du erleuchtet bist. Bitte sage mir, ob es einen Gott gibt oder nicht.« Buddha wusste, dass der Mann Atheist war und antwortete mit fester Stimme und Überzeugung: »Ja, mein Freund, es gibt Gott.« Der Mann war ebenfalls schockiert. Sein ganzes Leben lang war er Atheist gewesen, aber nun hatte Buddha gegen seine Annahme geantwortet. Er hatte Vertrauen in Buddha und mit vielen Fragen in seinem Kopf ging er ebenfalls weg. Einer von Buddhas Jüngern, der sowohl am Morgen als auch am Abend in der Nähe von Buddha gesessen hatte und beide Antworten gehört hatte, war extrem verwirrt. In der Nacht, als alle sich darauf vorbereiteten zu schlafen, ging er zu Buddha und sagte: »O Herr, ich fühle mich sehr unruhig wegen einer Frage in meinem Kopf. Morgens hast du einer Person gesagt, dass es keinen Gott gibt, und abends hast du einer anderen Person gesagt, dass es Gott gibt. Bitte sage mir, was die Wahrheit ist. Gibt es Gott oder nicht? Bitte antworte, sonst werde ich heute Nacht nicht schlafen können.« Buddha lächelte und sagte: »Die Antworten, die ich Ihnen gegeben habe, waren nur für Sie. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber wenn du es wissen möchtest, dann sage ich dir, der Mann, der am Morgen kam, war ein Theist. Er hatte an die Existenz Gottes geglaubt, aber er hat nie versucht, die Wahrheit über sich selbst herauszufinden. Seine spirituelle Reise hatte dort aufgehört. Deshalb habe ich ihm gesagt, dass es keinen Gott gibt, um seine spirituelle Suche zu fördern. Nun wird er versuchen, die Wahrheit zu finden, und seine Reise wird beginnen. Der andere Mann, der am Abend kam, war der Atheist. Er hatte blind daran geglaubt, dass es keinen Gott gibt. Auch er hat nie versucht, die Wahrheit über seine eigene Existenz herauszufinden. Seine spirituelle Reise hatte ebenfalls dort aufgehört. Deshalb habe ich ihm gesagt, dass es Gott gibt, um seine spirituelle Suche zu fördern. Nun wird auch er versuchen, die Wahrheit zu finden, und seine Reise wird beginnen. Ich habe jedem von ihnen gesagt, was sie für die spirituelle Suche benötigten, um stärker zu werden.« Der Schüler fragte: »Aber Herr, was ist mit mir?« Buddha lächelte und sagte: »Mache einfach weiter mit deiner Meditation und du wirst ankommen.« In unserem Leben sehen wir, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Diejenigen, die an Gott glauben, und diejenigen, die es nicht tun. Ob du an Gott glaubst oder nicht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, über unser wahres Selbst Bescheid zu wissen. Wichtig ist, dass man die Wahrheit über sich selbst erkennen muss. Letztendlich hängt davon ab, wie weit wir kommen, davon, wie sehr wir das Ziel erreichen wollen.
Diejenigen, die eine große Sehnsucht haben, ihre wahre Identität zu erfahren, werden eifrig Selbstbemühungen unternehmen, um die Wahrheit zu finden. Und die Wahrheit wird denen, die sie am meisten wollen, offenbart. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.